Hallo ihr Lieben, hier ist eure Diane von Neko. Heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Maschenanschlag mit dem neuen Neko-Strickspiel in der Bambus Flex Version macht. Ich nehme die erste Nadel und ich schlage jetzt für ein paar Socken 28 Maschen an. Die schiebe ich jetzt hier auf den Bogen der Nadel. Jetzt nehme ich die zweite Nadel und nehme wieder 28 Maschen auf. Eins, ich ziehe die immer so ein bisschen fest, die erste Masche dabei. 2, so schiebe ich auch wieder auf den Bogen. Ihr seht, da bildet sich schon hier der Kreis. Ihr müsst beim Kreisschließen darauf achten, dass der Rand immer hier unten liegt. Die Maschen, die ich jetzt abstricke, die schiebe ich, beziehungsweise ich ziehe an der Nadel, ziehe ich auf eine Seite auf den Schenkel der Nadel. Die man nicht abstrickt, die Maschen, die ruhen, die bleiben hier schön verteilt auf dem Bogen. Weil ihr könnt euch vorstellen, das ist eine Nadel, das und das. Ihr solltet immer darauf achten, dass sich hier praktisch wie so ein kleines Dreieck praktisch bildet. So, jetzt habe ich da einen Fehler. Okay, so und los geht's. Ich stricke jetzt das Bündchen, 2 rechts, 2 links. Die erste Masche ziehe ich auch hier etwas fest. Und ihr seht, ich habe die Nadel, wenn ich jetzt stricke, auf der die Maschen ruhen, die nehme ich hier zwischen den Daumen und den Zeigefinger. Und dann gehe ich mit dem Daumen und dem Mittelfinger hier praktisch so dran. Dann habe ich das wunderbar in der Hand. Und durch diese Winkelform bleibt die Nadel auch schön hier in dem Bogen und drückt mich nicht so sehr hier in meine Handflächen hinein. Weil die Nadeln versuchen beim Stricken sich immer etwas zu strecken. Und die gibt halt so ein bisschen nach, aber sie drückt sich nicht gerade. Also das ist wunderbar, damit so zu stricken. Ihr seht auch die Spitzen, das piekst nicht auf, das ist wunderbar. Jetzt ziehe ich hier an der Nadel. So, verteile sie hier wieder auf dem Bogen und die, da ziehe ich auch etwas dran und schiebe sie praktisch dann hier auf die eine Seite vom Schenkel. Das ist ganz wichtig. Ich habe gesehen, als ich sie auf der Hahnhahn in Köln vorgestellt habe, die Nadel, dass manche das dann so parallel haben, also irgendwie, die machen dann so und das funktioniert nicht, ne? Also die Idee ist bei dem Stricken mit 3 Nadeln, dass man immer so ein Dreieck praktisch hat. Weil irgendwie muss man ja den Kreis abbilden. Okay, wieder 2 rechts. Ne? 2 rechts. Die erste Masche ziehe ich wieder ein bisschen fest. 2 links. Ich habe den ganzen Schaft vorgestreckt. Dann möchte ich euch auch mal zeigen, dass man keine Leiterbildung sieht. So, jetzt habe ich ein paar Runden gestrickt und man sieht auch hier keine Leiterbildung. Sowohl nicht auf dieser Seite als auch hier nicht. Das ist ganz fest. So, nun werde ich euch zeigen, wie man die Ferse strickt. Ich stricke am allerliebsten die Shuttle-Wrap-Ferse. Das heißt, ich stricke jetzt die Hälfte der Maschenanzahl, die ja hier auf dieser einen Nadel jetzt liegen, glatt rechts erst einmal ab, bis zur letzten Masche auf der Nadel. Das ist jetzt hier die letzte Masche. Die Masche darunter nennt man die Muttermasche.
Und da stricke ich jetzt eine Masche heraus. Und die hebe ich ab und lege sie wieder auf die linke Nadel. Seht ihr das? Ich zeige es euch noch einmal. Hier, das ist die Muttermasche, die hebe ich hier drauf, stricke da eine Masche draus und wieder zurück auf die linke Nadel. Jetzt wende ich das ganze Strickgut. Jetzt ein bisschen alles festziehen, stricke ich alle Maschen links. Auch hier bis zur letzten Masche auf der Nadel. Bei der Ferse stricke ich immer insgesamt ein bisschen fester. Das ist jetzt die letzte Masche. Hier, das ist wieder die Muttermasche. Die hebt ihr hier oben drauf. Dann strickt ihr sie ab und wieder zurück. Und wendet das ganze Strickgut. Also ihr strickt bei der Ferse praktisch nur noch zwischen zwei Nadeln immer hin und her. So, jetzt geht es weiter. Das gleiche wieder bis zur vorletzten Masche jetzt. So, hier ist die Muttermasche. Da, die hebe ich hier auf die Nadel, mache aus der noch eine Masche und wieder zurück. Und wieder wenden. Das Ganze wiederholt ihr so oft, bis ihr dann bei 28 Maschen nur noch 8 Maschen auf der Nadel habt. Also 8 von diesen ganz normalen Maschen. Jetzt habe ich den ersten Teil der Ferse soweit fertig. Also insgesamt sind es ja 28 Maschen. Hier sind jetzt immer diese mit der Muttermasche. Das sind also die 2 Maschen bedeuten immer eine Masche. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier seht ihr, sind 8 normale Maschen. Und hier nochmal auf der Seite 10 Maschen. So, jetzt strickt ihr einmal die normalen Maschen, also die 8 Maschen, einmal hin und einmal zurück. Dann wendet ihr es und strickt es nochmal zurück. Wenn ihr dann zurückgestrickt habt, seht ihr hier die erste Masche, wo das mit der Muttermasche ist, die strickt ihr jetzt mit ab. Also beide zusammen als eine Masche links abstricken. Schön festziehen. Die nächste Masche, da hebt ihr wieder eine Muttermasche heraus. Seht ihr das? Hier, das ist die Muttermasche. Da sind schon 2 draus und jetzt kommt noch eine dritte, wird daraus gestrickt. Und dann die herausgestrickte wieder auf die linke Nadel rüber. So sieht das aus, seht ihr? Das sind jetzt praktisch wie so 3 Maschen, die nachher als eine Masche zählen. Jetzt wendet ihr das. Jetzt strickt ihr wieder zurück bis zum anderen Rand. Die erste Muttermasche, diese Doppelmasche praktisch, strickt ihr wieder jetzt rechts ab in dem Falle. Und hier, daraus bildet ihr wieder aus der Muttermasche eine neue Masche. Wieder auf die linke Masche rüber. Seht ihr 1, 2, 3. So, wieder wenden. Schön festziehen. Ihr seht, ich stricke praktisch immer auf 2 Nadeln hin und her. Und die dritte Nadel, auf der die andere Hälfte der Maschen ruht, die stört gar nicht, wenn man die hier so dazwischen habt. Man kann praktisch aber auch theoretisch so stricken, machen auch einige, dass man sagt, okay, ich lasse die einfach jetzt so da hinten hängen. Das geht auch. Und die rutscht auch nicht heraus. Ist alles schön fest. Okay, jetzt seht ihr hier diese 3, die strickt ihr jetzt alle zusammen mit einer linken Masche ab. So, aus der nächsten strickt ihr wieder eine Muttermasche heraus. Aber es klappt. Abheben
und wieder auf die linke Nadel. Wieder wenden. Festziehen und wieder rüber stricken. Hier, das sind wieder die 3. Zusammenstricken als eine rechte Masche und aus der nächsten wieder eine Muttermasche herausstricken. So, das macht ihr so lange, bis ihr wieder dann im Kreis strickt. Hier seht ihr jetzt die fertige Shadow Wrap Ferse. Keine Löcher. Den Schaft habe ich vorbereitet, den Fußschaft. Und jetzt beginne ich die Fußspitze. Dazu stricke ich die erste Masche der einen Nadel glatt rechts. Dann stricke ich die nächsten beiden Maschen zusammen, rechts ab. Dann wieder die rechten Maschen. Hier die letzten 3 Maschen, also die vorletzte und die vorvorletzte Masche werden wieder zusammengestrickt. Schön festziehen und die letzte wird glatt rechts gestrickt. Ich ziehe wieder an der Nadel. Maschen kommen schön auf den Bogen. Das gleiche mache ich jetzt auf der nächsten Nadel. Das Ganze wird dann so oft wiederholt, bis ich am Ende nur noch 8 Maschen auf jeder Nadel habe. Das ist jetzt hier die Bandspitze, die ist jetzt fertig. Jetzt habe ich jeweils 8 Maschen noch auf den Nadeln liegen. Die schiebe ich mir jetzt auf eine Seite von dem Schenkel der Nadeln. So, und jetzt vernähe ich die Fußspitze mit einem Maschenstich. Hier steche ich von hinten rein und einmal von vorne. Hier komme ich von vorne und dann steche ich einmal von hinten rein. Hier wieder von hinten und einmal von vorne einstechen. Von vorne und von hinten. Ich ziehe das auch immer hier ein bisschen fest. Hier sieht man dann schön, dass das so ausschaut, als wenn das rechte Maschen gestrickt wären. Dann wieder von hinten in die eine Masche und dann nochmal hier von vorne. Von vorne. Die erste Masche, die hebt man dabei immer ab. So, dann kann man den Faden am Ende noch schön vernähen. So sieht das dann aus. Hier seht ihr das noch schön mit dem Maschenstich. Hier ist die Bandspitze, die Shadow Wrap Ferse und fertig ist die erste Socke. Für weitere Informationen zu unseren Nadeln, in welchen Größen wir sie haben und so weiter, besucht uns auf www.nekonit.com. Viel Spaß beim Nachstricken.